Phänomen Anastasia, herzlich willkommen im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Es geht weiter mit Teil 4 von Band 8.2, die Bräuche der Liebe. Weltrussisches Wissen für ein glückliches Familienleben. Liebe Zuschauer, Phänomen Anastasia, wir führen die Serie fort mit Band 8.2, Teil 4, die Bräuche der Liebe. Im Studio begrüße ich Herrn Konstantin Kirsch. Hallo Herr Kirsch. Hallo Herr Jungwirth. Es geht weiter mit Trübe Wolken im Kapitel. Was kann man dazu ausführen? Ja, da ist ein Kapitel, was mich erst sehr erstaunt hat, es in einem Buch Thema Bräuche der Liebe zu finden. Ein sehr schmerzvolles, trauriges Kapitel. Es geht dort um den Krieg gegen Russland, die Eroberung Russlands, wo die zwei Menschen, die wir schon gehört hatten, die sich gefunden hatten als Kinder vom Alter von 4 und 7 und später dann auch die Hochzeitsrituale, Radomir und Ljubomila, als Senioren auf ihrem Landsitz leben mit Kindern, Enkeln, Urenkeln. Und es ist ein ganz komischer Krieg, den die Menschen erstmal so gar nicht verstanden haben. Es sind Mönche, die von Gott reden und von Demut und allem Möglichen und gleichzeitig aber sagen, es soll ein neuer Glaube sein und wer einen alten Glauben anhängt, der ist des Teufels und wird umgebracht. Und der Kampf ist ziemlich ungleich, große Heerscharen sind am Kämpfen. Fremde Söldner. Ja, und die beiden wollen ihren Landsitz nicht verlassen. Der beste Jugendfreund vom Radomir will sie noch überreden und sagt auch, die Kinder sind schon gestorben. Und dann fragt er, was haben Sie denn gesagt, warum Sie so stark kämpfen? Ja, Sie wollten Ihren Eltern noch ein paar Stunden glückliches Leben lassen. Und dann haben die zwei gesagt, ja, dann schauen wir, dass wir jetzt in dieser Zeit, die wir jetzt noch länger haben, auch glücklich leben. Ein, ich glaube, Urenkelkind ist noch bei Ihnen auf dem Landsitz. Und dann sind Sie am Schauen, wie Sie denn mit diesem kleinen Kind Die letzten Stunden oder den letzten Tag noch verbringen. Und Sie haben also ganz klar gesagt, Sie entscheiden, dass Sie an Ihrem Landsitz bleiben. Da ist die Liebe zu Hause, die Liebe verraten, verlassen Sie nicht. Und ja, dann spielen Sie, das ist das Folgekapitel, dann, das heißt von den Sternen zur Erde. Sie spielen mit dem Kind, Sie nennen es das Spiel des Lebens. Und da wird quasi in kürzester Zeit die gesamte Lebensgeschichte versucht, dem Kind zu vermitteln. Zum Beispiel so ein Kleinkind, und dann soll dieses Kind diese entsprechenden Gedanken, Worte in Gestik auch ausdrücken und dann wird geklatscht und dann nächste Etappe des Lebens. Und dann plötzlich wird dann erzählt, ja, und dann kommt dann ein Feind und dann werden viele umgebracht und das Kind erschreckt, weil es kennt dieses Spiel ja, diese Rolle ja noch nicht. Und dann wird quasi erzählt, und das Kind hält sich dann im Fell eines Bären fest und kann damit flüchten. Und das Kind sagt, ich will nicht mehr weiterspielen. Und am nächsten Tag kommen dann diese Soldaten, inklusive diesen Mönchen, und wollen dann mit Schwertern diese Senioren umbringen, schaffen es aber nicht. Und erst mit Pfeil- und Bogenbeschuss schaffen sie es dann. Und die zwei sind aber in Umarmung und in freudiger Liebe und haben nicht an den Tod gedacht, damit sie ihre Seele wieder inkarnieren kann. Das hat der Mönch vor Angst festgestellt. Der Mönch hat das den Soldaten nicht gesagt und hat sich nur, Mist, er konnte nicht in den Angst hineinkriegen. Und dann sehen sie noch den Bären, wie er mit dem Kind auf dem Rücken davonrennt. Sie versuchen noch den Bären zu jagen, zu erlegen, und dann kommt der Jugendfreund von dem Radomir noch dazu und lenkt die Soldaten ab. Und so kann der Bär dann in den Wald flüchten und dieses kleine Kind mit. Und später, ja, dieses Kind hat quasi überlebt, reift dann später heran. Und dann vor Ort in diesem Familienlandsitz sterben einige der Soldaten, weil sie von dem reifen Apfelbaum ein paar Früchte essen, die schlagartig hochgiftig geworden sind, weil dieser lebende Landsitz gesehen hat, was passiert ist. Und das besonders Schmerzvolle, was ich bei dem Kapitel finde, ist, dass diese Mönche quasi im Namen Gottes diese Gräueltaten gemacht haben. Und wir kennen es ja auch
Heute von aktuellen Geschehnissen. Religionen, wo auch schon viele Kriege auch im Namen des Herrn und der Kirche gemacht wurden. Und das ist einfach nicht wirklich richtig. Auch das Chaos hat seine Bedeutung. Ja, da kann man dann überlegen, wieso ist sowas überhaupt vorgekommen in dieser Welt. Und dieses Chaos, diese schlimmen Zustände sind wohl auch da, dass wir erkennen können, dass etwas falsch laufen kann, damit solche Fehler nie wieder vorkommen. Das ist eher ein sehr kurzes Kapitel. Das ist einfach das Thema der Bewusstseinsentwicklung, dass wir einfach erkennen können, was man zu beachten hat. Es geht weiter mit etwas Positivem, mit der Treffpunkt Heiratswilliger. Ja, da ist es so, dass es jetzt in dem aktuellen Russland immer mehr sich auch über das Internet organisiert wird, dass Menschen, die die Buchserie gelesen haben, dass die sich treffen wollen mit Veranstaltungen, wird sogar beschrieben mit Bühne und Mikrofon und sich vorstellen. Und da ist dann auch eine alleinerziehende Mutter mit einem Kind, wo das Kind eher auf der Bühne steht und die sagen, Mutter schüchtern ist, ich will einen Papa. Und das ist quasi die Einleitung zu dem Folgekapitel. Da geht es dann wieder um ein besonderes Ritual. Das ist jetzt in dieser Situation, dieser Sohn ist mit seiner Mutter zusammen, die alleinerziehende ist. Und wie kann so eine Frau, eine alleinerziehende Frau, mit dem Kind eine Trauung vollziehen? Die läuft nämlich komplett anders als dieses Trauungsritual, was wir schon besprochen haben. Dieses Ritual ähnelt teilweise diesem Ritual zur Reinigung der Einflüsse von der Telegonie, weil dieses Kind ja auch von einem anderen Partner mal gekommen ist. Sozusagen der Stiefvater, der. Ja. Genau, und dieses Ritual ist dann auch wieder im Freien und sie liegen dann zu dritt, so ist mein inneres Bild, dass sich an Händen fassen können in so einer Art Stern. Und die führende Rolle an diesem Ritual hat das Kind interessanterweise, weil das Kind muss den Bedarf in sich spüren, dass ein Vater dazukommt und hat dann da in diesem Ritual auch diverse Schritte anzusprechen und diese neue Ehe zu fügen. Und das Interessante ist, auf der physischen Sichtweise nicht nachvollziehbar, aber in diesem Buch steht es so, dass über dieses Ritual dieser neue Vater zum leiblichen Vater dieses Kindes wird. Das lese ich so und erstaune, aber man sagt auch, der Geist ist stärker als die Materie. Also es ist zumindest erstmal auf geistiger Ebene dann der wahre Vater, aber laut Aussage des Buches werden so die Kinder zum kompletten leiblichen Kind. Es ist noch beschrieben, dass es muss der Wille des Kindes sein, und wenn der Wille nicht da ist, sollten auch die Frauen davon Abstand halten, sozusagen dem Kind einen neuen Vater unterzuschieben. Ganz wichtig, das Kind hat da die Hauptrolle sogar. Sollte also nicht gezwungen werden dazu. Ja, es geht weiter. Frauen von Welt, wenn wir gerade bei den Frauen sind, was ist hier gemeint? Ja, ein Beispiel. Es sind zwei Teile in diesem Kapitel. Das erste ist, dass der Herr Maigret ganz voll Bewunderung und Freude schreibt von mehreren, auch mit Namen genannten Frauen, die in Russland auf Familienland sitzen, alleine loslegen, was sie denn schon können und nicht erst warten, bis sie einen passenden Partner haben. Also die haben ihren Landsitz angefangen, sie haben Gemüse angebaut, haben angefangen, ein Haus zu bauen, Stück für Stück. Und wenn es lange dauert, ist egal, sie haben angefangen und da ist eine einzelne, sehr detaillierte Beschreibung, was sie da schon geschafft haben. Und dann ist ein anderes Kapitel, das geht mehr so eine Art Zukunftsprojektion hinein, wie eine 25-jährige Frau mit dem Namen Lubla Müller hatten wir ja auch schon, zu so einem Treffen hin will und um ihren Partner zu finden. Sie träumt von dem schon, hat aber wenig Geld und hat Schwierigkeiten, einen Übernachtungsplatz zu finden, fragt sich durch, bekommt dann in der Gartenhütte von einer alten Frau. Von der Griechin, die aussieht wie eine Hexe. Kriegt sie dann Notunterkunft, ein bisschen relativ teuer, und dann findet sie aber keinen passenden Partner, mehrere Tage lang, und dann beim Spazierengehen kommt aus einem Restaurant eine Gruppe von Ausländern, deren Sprache sie nicht versteht.
Und plötzlich spürt sie, wie einer von diesen Männern sich dann umdreht und hinter ihr hergeht. Und sie merkt schon eine Reaktion in sich, also Herzrasen und so. Und das ist eine Gruppe von Deutschen. Und es ist dann so beschrieben, dass dann Ljubomila und Radomir sich wieder treffen. Ein Wiedersehen nach Jahrhunderten. Genau, genau. Ja. Weil weiter vorher in diesem Buch heißt es ja, wo dieser Bär in den Wald gerannt ist, dieser Junge ist älter geworden damals und hat dann später auch dann eine junge Frau gefunden, die dann fragt, hast du denn keine Eltern? Und dann sagt er, doch, die leben. Aber sie sind noch auf den Sternen und erst wenn wir Kinder bekommen, dann kommen sie wieder Stück für Stück runter auf die Erde zurück. Und da ist dann ein Wiedersehen nach Jahrtausenden, haben die zwei sich wieder gefunden. So, sie sprechen verschiedene Sprachen, aber sie verstehen sich, wie man sagt, aus dem Bauchgefühl und sind dann am Sandstrand und zeichnen dann den Familienlandsitz und im Prinzip auch, sie sind dabei, sich zu erinnern, wie denn ihr Landsitz mal war, um den wieder neu entstehen zu lassen. Die Frau hat ja vorher schon gewusst, wie er aussieht. Also der hat ja eine Zahnlücke und blond. Farbe und Augenfarbe, genau. Und sie hat das geträumt und jeder andere war der Verkehrte sozusagen. Und die alte Frau hat dann nur gesagt, also du hast Vorstellungen, Ansprüche, das geht doch gar nicht. Es geht dann zum Abschluss von diesem Band um Anastasias Trauung. Wichtiger Punkt für Herrn Maigret auch. Ja, das ist ein ganz besonderer Punkt, weil wir hatten ja bisher das Thema, die Anastasia und der Herr Maigret haben 2 Kinder gezeugt und die jetzt dort wachsen. Und er war erst in Sorge von wegen, er hat die Kinder ja nicht begleitet in den ersten Zeiten. War überhaupt der echte Vater? Okay, ja, hat er jetzt verstanden. Sie hat jetzt ein Ritual gemacht, die ganze Zeit mit den Gedanken und der Ernährung. Und ja, aber es mit dem Thema eheliche Kinder, wirklich per Trauung. Und ja, dann hat der Großvater dem Herrn Maigret erzählt, dass bevor die erste Zeugung war, der Herr Maigret war gerade in dieser Bärenhöhle angekommen, das hatten wir im Band 1, hat die Anastasia ein Trauungsritual gemacht mit Großvater und Urgroßvater als Zeugen. Die waren völlig erschrocken oder fast empört, weil sie gesagt hat, ja, vor Gott, vor den Sternen gibt es jetzt eine Trauungsfeier und traut sich selber, setzt sich selber den Kranz auf und beantwortet die Frage, ob sie mit ihm zusammen sein will, mit Ja, so ganz klar. Und der Großvater dann völlig irgendwie, geht doch gar nicht. Und sie so ganz charmant gesagt, sicher muss der Bräutigam auch gefragt werden. Aber zuerst wird die Braut gefragt, dann der Bräutigam, und es steht nirgendwo vorgeschrieben, wie lang die Zeitspanne ist zwischen diesen beiden Fragen. Und mein Bräutigam schläft noch, auch wenn er die Augen offen hat. Und er darf halt später gefragt werden. Aber ich bin schon getraut. Und dann singt sie zum Abschluss noch. Und dann akzeptiert Großvater. Hat der Großvater noch den Lied jetzt? Ja, also vollzogen. Ja. Der hat immer gesagt, also auf sowas kam die Zauberer noch nicht mal. Das ist sehr berührend. Ja, schöner Abschluss. Haben Sie noch ein Zitat dazu? Mhm. Zwischen den heutigen jungen Brautpaaren und Gott gibt es verschiedene Barrieren. Den Segen ihrer Eltern, die Registrierung im Standesamt und den Geistlichen der Kirche. Zwischen Gott und dem frisch vermählten wetrussischen Ehepaar gab es keine solche Hürden. Folglich wird die Ehe dieser jungen Leute von Gott alleine gesegnet. Vielen Dank, Herr Kirsch. Den Band haben wir, denke ich, wunderbar geschafft. Wir sehen uns zum nächsten. Liebe Zuschauer, wir sehen uns gleich nochmal. Geehrte Zuseher, Phänomen Anastasia, das war der Band 8.2, die Bräuche der Liebe. In der nächsten Sendung wollen wir uns mit Band 9 beschäftigen. Einen Band 9 gibt es in gedruckter Form noch nicht. Einen Band 10 aber gibt es. Gemäß Wladimir Maigret sind alle Leser aufgefordert, Band 9 durch ihr Wirken auf Familienlandsitzen selbst zu erschaffen. Hierzu ein Zitat aus Band 6, Seite 60 von Volodya, Sohn von Wladimir Maigret und Anastasia. Aber dein 9. Buch wirst du nicht schreiben, Papa. Es wird von vielen Menschen, Erwachsenen und Kindern geschaffen werden. Es wird ein lebendiges Buch sein. Es wird aus vielen herrlichen Kapiteln.
paradiesischen Familienlandsitzen bestehen. Die Menschen werden dieses Buch auf der Erde mit den lustigen Buchstaben ihres Vaters schreiben. Es wird ein ewiges Buch sein. Geehrte Zuschauer, lassen Sie sich mit unserer Interpretation von Band 9 überraschen.